Was haben die Beatles, Wagner, Beethoven und Stevie Wonder gemeinsam? Sie alle verwenden einfache musikalische Motive, um daraus abwechslungsreiche und komplexe Musik zu kreieren. Motive sind wie Legosteine. Man kann sie kombinieren, sie abwandeln und sie emotional einfärben. In diesem Video zeige ich, wie ich Akkordfolgen als Motive verwende. Die dafür verwendete Technik nenne ich die harmonische Geste. Mein Name ist Carsten Held, ich bin KI-Spezialist und Songwriter und los geht's. Wenn man beim Komponieren Motive verwendet, zum Beispiel Melodielinien oder auch Akkordfolgen, dann möchte man diese unterschiedlich variieren. Zum Beispiel in der Computerspielemusik möchte man ein Thema einmal euphorisch und einmal nachdenklich oder vielleicht verzweifelt klingen lassen. Oder man möchte zum Beispiel in der Filmmusik eine Akkordfolge immer wieder bringen, aber unterschiedlich ausprägen, sodass auch dort Gefühle transportiert werden oder Stimmungen. Oder man möchte zum Beispiel in einem Song am Anfang die Harmonisierung etwas nachdenklich klingen lassen und zum Schluss durch einen Wechsel eher euphorisch einfärben. Dazu habe ich ein Tool entwickelt, das nennt sich die harmonische Geste und die geht zurück auf folgende Frage. Kann man eine Akkordfolge auf einer höheren Ebene abstrahieren, unabhängig von Tonhöhe oder Tonart? Also ich möchte etwas haben, was unabhängig von Dur und Moll oder von der Tonart ist, was ich aufschreiben kann und dann immer wieder umsetzen kann in einzelne Variationen. Kann man also ein harmonisches Thema entwickeln, welches dann in vielen Varianten umgesetzt wird, also durch beliebige Dur- und Moll-Akkordkombinationen, aber immer wiedererkannt werden kann. Und idealerweise würde eine bestehende Melodie zu dieser Akkordfolge oder zu dieser Harmonie genauso wie sie ist, für jede Harmonisierung auch wiederverwendet werden können. Vielleicht mit minimalen Anpassungen. Und dazu ist die harmonische Geste mein Tool. Eine harmonische Geste beschreibt die Abfolge der Modiwechsel innerhalb einer Dreiklangprogression, unabhängig von der Tonhöhe und von der gewählten Dreiklangumkehrung. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das beruht auf einer Dreiklangtabelle, die ich 1999 mir erstellt habe für die Komposition von Computerspielmusiken. Damals wollte ich schnell, ohne ans Keyboard zu gehen, Akkordprogressionen entwickeln, einfach nur durch Ablesen von dieser Tabelle. Was wir im oberen Teil sehen, sind der C-Dur-Dreiklang und seine zwei Umkehrungen und alle Transponierungen der Dreiklänge. Im unteren Teil sehen wir den C-Moll-Dreiklang mit allen 12 Transponierungen und seine zwei Umkehrungen. Und in der untersten Zeile sehen wir den sogenannten Modus oder auch die Kirchentonart. Zum Beispiel ionisch beinhaltet alle Tasten, die für C-Dur und A-Moll benötigt werden. Deshalb heißen C-Dur und A-Moll auch Paralleltonarten. Da wir das Ganze 12-mal transponieren können, gibt es hier unten 12 Modi. Jeweils mit den Paralleltonarten in Dur und Moll. Eine harmonische Geste ist zum Beispiel folgendes. Diese 4 Akkorde hintereinander ergeben die Geste 0, 5 nach links, 5 nach rechts, 8 nach rechts. Was wir gehört haben, ist diese blaue Akkordfolge, fängt an hier bei Moll, geht dann 5 nach links auf ebenfalls Moll, dann 2 nach rechts auf Dur und dann 8 nach rechts ebenfalls auf Dur. Hören wir uns mal die rote Linie an. Die harmonische Geste ist auch hier dieselbe. 5 nach links, 2 nach rechts, 8 nach rechts. Also wir starten hier bei der zweiten Umkehrung des C-Dur-Dreiklangs und dann gehen wir 1, 2, 3, 4, 5 nach links, also hier 5 nach links, 2 nach rechts und dann 2 nach rechts auf den letzten Akkord, welcher ein Moll-Dreiklang ist. Hören wir uns die beiden nochmal hintereinander an.
Die Ausprägung der unterschiedlichen Dur- und Mollakkorde schreibe ich mir so auf: Doppelkreuz ist Moll und Stern ist Dur. Deshalb steht hier oben 0 Doppelkreuz, das ist der erste Akkord, dieser hier. Dann 5 nach links Doppelkreuz, das ist der zweite Akkord, auch ein Mollakkord. Dann 2 nach rechts Stern, das ist dieser Akkord hier. Und dann 8 nach rechts Stern, auch wieder ein Dur-Akkord. Während hier unten sehen wir Stern, Stern, Stern und dann Doppelkreuz, da nur der letzte Akkord ein Mollakkord ist. Um das Ganze praktisch benutzen zu können, habe ich mir eine Modus-Drehscheibe gebaut. Die sieht so aus. Hier oben sieht man 0 und dann gibt es genau 11 Transponierungen. Das heißt, wir sehen die 12 Töne einer Oktave, wobei die Zahlen hier die Modi repräsentieren. Wenn wir den inneren Teil der Modus-Drehscheibe verdrehen, können wir dadurch die Akkorde transponieren, nach unten oder nach oben. Und im inneren Teil der Modus-Drehscheibe sehen wir auch die Zusammenhänge der Akkorde, das heißt, auf welchem Modus sind jeweils C-Moll, C-Dur und jeweils die erste Umkehrung und die zweite Umkehrung. Man kann sich auch einfach die 12 Töne einer Oktave wie eine Spirale vorstellen. Hier sehen wir das Dreiklang-Dreieck auf der rechten Seite und die Oktavspirale in der Mitte. Die Oktavspirale zeigt die 3 Intervalle, aus denen alle Moll- und Dur-Dreiklänge gebaut sind. Das sind nämlich 4, 3 und 5. Bei Dur in der Reihenfolge 4, 3, 5 und bei Moll in der Reihenfolge 3, 4 und 5. Das heißt, jeder Dur-Dreiklang besteht aus den Intervallen 4 und 3 oder 3 und 5 und 5 und 4 in dieser Reihenfolge. Oder bei Moll sind es 3 und 4, 4 und 5 oder 5 und 3. Dieser Zusammenhang aus dem Dreiklang-Dreieck ist die Basis für die Schreibweise der Akkorde, die hier überall verwendet wird. Also 4, 3 zum Beispiel ist dasselbe wie 37, nur dass 37 sich immer auf den Grundton bezieht und 4, 3 die Intervalle nacheinander benennt. Gehen wir mal ein Beispiel durch. Hier haben wir jetzt eine Akkordfolge mit 4 Akkorden und wir wollen die harmonische Geste dafür entwickeln. Hören wir uns das mal an. Die Akkordfolge besteht aus 2 Akkorden. Einmal CFA, bei mir genannt auch 59, dann CEG, bei mir auch genannt 47 und dann wird genau dieser Akkord C-Dur 2 Halbtöne nach unten transponiert, deshalb hier die -2 und dann wieder 2 Halbtöne nach oben transponiert, deshalb hier die +2. Das erste, was wir machen, ist die Modusdrehscheibe auf den ersten Akkord zu kalibrieren. Dafür drehen wir die Modusdrehscheibe so lange, bis genau unser Akkord, mit dem wir anfangen, auf der 0 steht. Dann schauen wir uns in jedem Schritt an, was die Basisnote des Akkords macht. Zum Beispiel von C geht es hier wieder auf C. Und das heißt, dass wir die Modusdrehscheibe nicht verdrehen müssen. Wenn aber die Basisnote sich bewegt, müssen wir die Modusdrehscheibe innen verdrehen. In diesem Fall bleibt der Innenbereich genauso wie er ist und wir suchen einfach die Zahl 47. Die ist hier unten bei der 7. Hier ist die 47. Das heißt, von der 59, von unserem Anfangsakkord zur 47 sind es 1, 2, 3, 4, 5 Schritte nach links. Das notieren wir uns. Wir fangen an mit 0 Stern, das heißt mit einem Dur-Akkord auf 0. Dann gehen wir 5 Schritte nach links und haben dort wieder einen Dur-Akkord. Jetzt schauen wir uns an im dritten Akkord, was die Basisnote macht. Die Basisnote geht von C auf Eis. Das sind 2 Halbtonschritte nach unten. Das heißt, wir müssen die Modusdrehscheibe ab hier 2 nach links drehen. So, dass die 49 jetzt nicht mehr auf der 0 ist, sondern auf der 10. Und jetzt schauen wir uns an, wo ist diese Zahl, 47, auf der 5. Von der 7 auf die 5 sind es 2 nach links. Also 2 und dann wieder Stern für Dur. Und ab hier wird es wieder einfach, denn wir drehen die Modusdrehscheibe in 2 nach links. Weil das derselbe Akkord ist, nur 2 Halbtöne
weiter nach oben transponiert. Das heißt, hier geht es jetzt nach rechts und wieder Stern für Dur. Wenn wir uns das Ganze ohne Dur und Moll aufschreiben, haben wir also 0, 5 nach links, 2 nach links und 2 nach rechts. Das ist die harmonische Geste. 5 nach links, 2 nach links, 2 nach rechts. Hier haben wir das Ganze nochmal aufgemalt. Wir haben wieder diese 4 Akkorde. Und hier haben wir eine andere Variante mit einer Melodie. Hier oben rechts sieht man auch die harmonische Geste. 5 nach links, 2 nach links und wieder 2 zurück nach rechts. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt die harmonische Geste statt mit lauter Dur-Akkorden mit lauter Moll-Akkorden umsetzen wollen. Das sehen wir hier. Die Kalibrierung der Modusdrehscheibe bleibt weiterhin so, dass die 59 auf der 0 ist. Und jetzt kann ich mir einen der Moll-Akkorde aussuchen, wo ich beginne. Ich habe zur Auswahl meine 1, meine 2 oder meine 3. In dem Fall habe ich mich für meine 3 entschieden. Das heißt, wir müssen jetzt von hier 3 Halbtonschritte nach oben gehen. Wir haben ja beim C begonnen, also müssen wir jetzt auf das Dis. Das sind 3 Halbtonschritte nach oben. Und hier können wir die 58 greifen und machen dann genau dieselbe Bewegung auf der Modusdrehscheibe, nämlich 5 nach links, 2 nach links und wieder 2 zurück nach rechts. Das sieht dann so aus. Von hier gehen wir auf die 10. Glücklicherweise gibt es da schon einen Moll-Dreiklang. Wenn es den nicht gäbe, müssten wir den Innenteil der Modusdrehscheibe verdrehen. Das haben wir aber hier nicht nötig. Wir notieren uns einfach 37 mit demselben Basiston, nämlich Dis. Im nächsten Schritt müssen wir von 37 2 nach links. Wir sehen aber 1, 2, hier ist kein Moll-Dreiklang. Das heißt, um einen Moll-Dreiklang auf die 8 zu bringen, müssen wir den Innenteil der Modusdrehscheibe 1 nach rechts verdrehen. Das sieht man hier unten rechts. Also eine Drehung nach rechts und dann landet meiner 2 die 49 genau auf der 8. Und das sehen wir hier oben so ausgedrückt mit +1 und dann 49. Das ist unser dritter Akkord. Jetzt müssen wir wieder 2 zurück und diesmal mache ich nicht genau diese Bewegung wieder zurück, dann würden wir auf den meine 1 wiederkommen, sondern ich wähle einen anderen Weg, nämlich ich drehe die Modusdrehscheibe 6 nach links und dann 8 gehe ich zurück, ohne sie wieder zu verdrehen. Das sehen wir hier. Also 6 Halbtöne nach unten von E aus. Da sind wir wieder auf Eis. Und dann ist der Akkord, den ich gewählt habe, meine 3, das ist die 58. Hören wir uns das Ganze mal an. Zum Vergleich hier unsere Dur-Variante. Also wenn man ein Gefühl für Harmonien hat, dann hört man den Zusammenhang, den harmonischen Zusammenhang, nämlich die harmonische Geste. Hören wir uns das nochmal an mit der Melodie. Die Melodie wurde hier transponiert, bleibt aber von den Intervallen komplett unverändert. Also hier das Original in Dur. Und hier unsere Abwandlung in Moll. Man erkennt, dass es da einen Zusammenhang gibt. Es ist dasselbe Thema, einmal mit Dur-Akkorden und einmal mit Moll-Akkorden. Hier sehen wir jetzt dasselbe mal im Schema Dur, Moll, Dur, Moll. Hören wir uns das mal an. Und jetzt mit Melodie.
Das ist also sehr ähnlich wie unsere Dur-Dreiklangfolge am Anfang. Und hier haben wir nochmal umgedreht Moll, Dur, Moll, Dur. Mit Melodie. Auch hier wurde die Melodie transponiert, aber alle Intervalle der Melodie bleiben intakt. Es wird kein einziges Intervall verändert. Wir sehen hier oben rechts, dass die Schritte auf der Modusdrehscheibe immer dieselben sind. In Dur, in Moll, in Dur, Moll, Dur, Moll und auch in Moll, Dur, Moll, Dur. Unterschiedlich sind nur die Anfänge. Hier fangen wir auf 10 an, hier fangen wir auf 0 an, hier fangen wir auf 3 an. Man kann es sich vielleicht vergleichen mit einem Tänzer, der dieselbe Bewegung unterschiedlich ausgeprägt vollführt, aber wir sehen, dass die Abfolge der Bewegung dieselbe ist. Deshalb der Begriff Geste. So, das waren eine Menge Informationen. Ich hoffe, ich konnte zeigen, was eine harmonische Geste ist und wie man sie verwendet. Ich habe mir das vor ca. 20 Jahren ausgedacht, um damals die Motive in Wagners Ringen genauer zu verstehen. Manchmal hatte ich nämlich das Gefühl, dass ich etwas wiedererkenne und dann habe ich das mit der harmonischen Geste analysiert und konnte in vielen Fällen tatsächlich Zusammenhänge aufzeigen. Für mich ist das nämlich ein besonderes Erfolgserlebnis, wenn ich zeigen kann, dass etwas, was ähnlich klingt, tatsächlich musikalisch oder sogar mathematisch zusammenhängt. Mein Name ist Carsten Held. Falls du Kritik oder Feedback hast, schreib's in die Kommentare. Falls du Interesse an meinen Materialien hast, ich schick's dir gerne. Ich antworte vielleicht nicht in Echtzeit, aber ich antworte immer. Ich wünsche viel Freude beim Musikhören und viel Erfolg beim Komponieren.